Geheimtipp fürs Rapier: geistig fit bleiben. Grüß euch, wir schauen Sie heute 5 kurze Übungen an zum Festigen der Handgelenke und ein bisschen die Arme trainieren. Ihr könnt es daheim machen, ihr braucht nicht viel Platz. Alles was braucht ist so eine Kurzhantelstange oder irgendwas ähnliches. Das einzig Wichtige ist, dass das Teil, was ihr in der Hand habt, schwerer ist wie das Rapier oder das Seitschwert, mit dem ihr normalerweise trainiert. Bleibt dran bis ganz zum Schluss, da sage ich euch dann noch ein paar Details zur Umsetzung und viel Spaß! Bevor wir mit irgendwas anfangen, dann wir mal ein bisschen schauen, dass wir ein wenig Schmier in die Gelenke kriegen. Also Armkreisen, 4, zurück, dann gegengleich kreisen, gegen gleich andere Richtung. Selbe Spaß mit den Schultern, zurück und 4, gegengleich andere Richtung. Dann die Unterarme und die Übung. Einer zu, außen zu und dann so 8 mit den Handgelenke und dann Handgelenke zusammen. Da gibt es viele Übungen, ihr habt sicher schon genug gesehen. Macht was euch passt, bis das klappt, das habt jetzt fit für das Programm. Für die erste Übung brauchen wir eigentlich nur überhaupt nichts. Da schauen wir jetzt nicht einmal, dass wir da die Handgelenke kräftigen, und das ist eine ganz leichte Übung. Und zwar wir machen eine Faust und drehen dann die Handgelenke entweder nach außen und dann nach innen. Und der Schmäh dabei ist, desto stärker ich die Faust zudrücke, desto stärker geht auch die Drehung und desto mehr Kraft muss ich da aufwenden und desto mehr kräftige ich da mein Handgelenk. Ihr könnt es selber machen und einfach selber regeln mit so viel Druck in der Faust, wie es euch passt. Für Übung Nummer 2 brauchen wir dann jetzt die Kurzhantelstange und stellt euch einfach mal hin in den normalen Fechterstand, in die normale Ausgangshaltung, und das schaut halt jetzt von System zu System unterschiedlich aus, macht das, was für euch passt. Wir fangen an in der Terza, das ist bei uns einmal. Wir gehen einfach auf und runter mit der Kurzhantelstange. Wir schauen, dass die Bewegung nur aus dem Handgelenk kommt und nicht, dass da der ganze Unterarm mitgeht, sondern wirklich nur da. Genau. Dann das Ganze in der Sekanda, je nachdem wie sie in der Sekanda da steht. Wieder nur aus dem Handgelenk, auf und runter. Genau, und dann einmal noch in der Quarte. Auf und runter. Und das lustige Satz könnt ihr das auch noch zum Beispiel aus der Prima machen. Das ist dann ein bisschen zach und das geht dann rein, weil da haben wir dann da hier oben. Und runter. Das ist eigentlich ganz simpel, dasselbe ist selbstverständlich mit links auch noch. Und ein wichtiges Detail dabei, das gilt jetzt für alle Systeme, egal welches das ihr habt, schaut, dass da die Schulter nicht Vierer kriegt und dann da hervorn macht, sondern die Schulter bleibt hinten. Also schaut, dass da ein wenig Spannung im hinteren Rücken aufbaut, also das Ganze zusammenzieht und dass die Schulter wirklich schön hinten ist und ihr da schön stabil seid. Passt! Die nächste Übung ist ähnlich. Wir stellen sie wieder hin in Fechterstand. Ausgangshaltung Terza. Und wir fangen einfach an, dass wir da in einem Kreis drehen. Einmal im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn. Dann das Ganze aus der Sekanda in einem Kreis drehen, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn. Wieder wie vorher schauen, dass das Ganze nur wirklich aus dem Handgelenk kommt und der Unterarm nicht mitgeht. Und das dann in jeder Position durch, hier nur in der Quarte, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und dann natürlich auch noch aus der Prima. Da wird es wieder ein bisschen schwerer. Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ihr das gemacht habt, dann wird es noch ein bisschen komplexer. Jetzt machen wir nämlich nicht einen einfachen Kreis, sondern machen einen Achter. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, wie ich den beschreibe. Aber ihr könnt euch zum Beispiel auf die Wand vor euch einen Zettel hinpicken mit einem Achter und dann einfach schauen, dass ihr den nachfahrt. Wenn ihr wirklich euch ein Rapier oder ein Seitschwert oder so in die Hand nehmt, dann seht ihr die Bewegung vom Achter viel schöner, wie die groß wird. Die nächste Übung, die geht jetzt mehr Richtung Hiebe, und zwar geschwungene Hiebe aus dem Handgelenk. Und zwar nur aus dem Handgelenk, nicht aus dem ganzen Arm, wie man es sonst gerne macht, sondern wirklich nur da aus dem Handgelenk
Und ein bisschen mit aus dem Unterarm in die Richtung und in die andere. Mit der Kurzhantelstange ein bisschen blöd in der Hand, also wenn ihr irgendwas Besseres habt, lasst mich wissen. Kann man auch von unten machen. Und es ist jetzt da nicht wichtig, dass ihr das möglichst schnell macht und da umrotiert, sondern schaut einfach lieber, dass ihr eine schöne Form habt und dass das da alles gut passt. Passt, das war's, auf zur nächsten. Jetzt sind wir bei der letzten Übung angelangt. Die ist jetzt nicht so arg fürs Handgelenk, aber mehr für den ganzen Arm, für die Schulterpartie und auch da ein bisschen für die Seiten. Wir stellen sie einfach seitlich her. Kurzhantelstangen in Terzo. Wir machen es dann auch in Sekunda und Quarter. Und geht es einfach da schräg auf. Schaut, dass ihr einen schönen geraden Stand habt. Vorn auf und ab. Wir müssen jetzt nicht ganz auf, so 45 Grad nach oben passt gut. Und manche sehen vielleicht da drüben ein Stückchen vom Thibaut hängen. Bei dem schaut das auch ungefähr so aus, wie er mit dem Rapier auf und ab fährt. Ist mehr oder weniger das gleiche. Mit links machen wir es auch noch. Und dann alle Positionen durchwechseln. Gut, das war die letzte Übung. So einfach ist. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Wenn euch die Hantel zu leicht ist, nehmt euch die Schrauben mit, denen man die Gewicht laufen tut. Dort ist es vorne auf, du könnt mehr rauf da, bis das euch das Gewicht passt. Ich habe euch jetzt auf der Homepage, einen Link findet ihr unten, noch einen kleinen Artikel zusammengeschrieben, wie ihr die Übungen zusammensetzen sollt. Und wenn ihr das Programm durchmacht, dann geht das schon gut rein. Abonniert es natürlich auch, euch tut es nicht weh, mir hilft es vielleicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Grüß euch!